Ihr kennt doch sicherlich diese Videos. What is the capital of Germany? Say it. France. Is this one Europe? No. This one? No. There's no countries in Africa, right? Davon gibt's echt einige. Und diese Videos aus den USA sind echt der heiße Scheiß in den sozialen Medien. Wisst ihr, was noch heiß ist? Heißer Kaffee. Eigentlich ziemlich logisch, aber in den USA waren das krasse News. An 81-year-old woman has been awarded $2.9 million after she sued McDonald's, claiming their coffee was too hot. Yep, McDonald's wurde in Amerika schon mindestens 2-mal auf Millionen verklagt, weil sich Leute am Kaffee verbrannt haben. Und solche Klagen gibt es in den USA immer wieder, nicht nur bei McDonald's. Das Ergebnis? Heute steht auf jedem Becher Kaffee von McDonald's, Achtung heiß. Classic America. Und dann gibt es dann noch ziemlich oft solche absurden Newsbeiträge. The storm which made landfall in Mexico several hours ago, but they let it right into the country because it's Biden's America. Joe Biden ist natürlich nicht für einen Hurricane verantwortlich. Der Punkt ist aber, manche Amis haben echt so einen Ruf. Viele denken bei Amerika nämlich nicht an Land of the Free and Home of the Brave, sondern eher an sowas. How many colors are there on the American flag? 6. Who painted the Mona Lisa? Buddha. Where is Queen Elizabeth from? Egypt. Egypt? Egypt. Amerikaner lesen keine Bücher, reisen nie ins Ausland, sprechen keine Fremdsprachen und können auf einer Landkarte Europa nicht von Afrika unterscheiden. So oder so ähnlich lauten die weit verbreiteten Klischees. Ja, es geht um ein ziemlich weit verbreitetes Klischee, und zwar, dass die Amis jetzt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Ich glaube, das Klischee kennt ja jeder irgendwo. Wir wussten schon, dass es ein Klischee ist, aber so ein bisschen ein Körnchen Wahrheit dran ist. Das Ding ist aber, Amerika ist eines der reichsten Länder der Welt und das wohl mächtigste von allen. Und natürlich kann man nicht ein ganzes Land einfach so als dumm abstempeln. Das wäre völliger Quatsch. Und trotzdem hält sich dieses Klischee einfach hartnäckig. Aber woher kommt das? Diese Idee, dass die Amerikaner irgendwie dumm sind? In der neuen Folge von Atlas gehen wir all dem mal so richtig auf den Grund. Mein Name ist Don Pablo Mulemba. Schön, dass ihr es geschafft habt. Leute, während dieser Recherche zu den vermeintlich dummen Amis ist uns was echt Weirdes klar geworden. Manche denken vielleicht, die USA seien das dümmste Land der Welt, aber man kann genauso gut argumentieren, dass die USA das schlauste Land ever sind. Habt ihr den Film Oppenheimer gesehen? Ein ziemlich krasser Hype, unglaubliche Visuals, kommt cinematografisch schon fast an unsere Videos ran. In dem Film geht es um den Bau der Atombombe. Eine schreckliche Waffe, muss ich hier niemandem erzählen, aber zu der Zeit auch ein physikalisches Wunderwerk, das den Zweiten Weltkrieg beenden sollte. Also auf ziemlich brutale Weise. In Oppenheimer geht es aber nicht nur um die Bombe, es geht vor allem um die schlauen Köpfe, die sie entwickelt haben. Mitunter die schlauesten Wissenschaftler ihrer Generation. Und diese ganzen klugen Köpfe und Wissenschaftler und Nobelpreisträger, die ihr im Film seht, sind so ziemlich alles Amerikaner. Auch heute noch kommen sehr, sehr viele intelligente Leute aus den USA. Das Land ist einfach mal mit einem riesigen Abstand das Land mit den meisten Nobelpreisträgern und Nobelpreisträgerinnen. Fast jeder zweite Nobelpreis geht an einen Amerikaner oder an eine Amerikanerin. Außerdem sind 7 der 10 besten Universitäten amerikanisch, darunter so klangvolle Namen wie Harvard, Princeton und Yale. Trotzdem ist nicht nur die Elite der Amerikaner gebildet, auch die breite Masse kann sich sehen lassen. Mehr als 60% eines jeden Highschool-Jahrgangs fangen nach dem Schulabschluss ein Studium an. Davon ist Deutschland zum Beispiel noch weit entfernt. Es gibt also sehr, sehr viele schlaue Amis, zumindest wenn man das mal vereinfacht am Beispiel Bildungsgrad und solchen noblen Auszeichnungen festmacht. Und hier geht es nicht nur um die Menschen, die in Amerika geboren sind. Die ganze Geschichte der USA ist ja von Einwanderung geprägt. Seitdem es das Land gibt, siedeln sich Menschen aus allen Teilen der Welt hier an. Aus der ganzen Welt kommen diejenigen, die, sagen wir mal, ein bisschen Drive haben, die schlau sind, die was erreichen wollen, entweder intellektuell oder über ein Business, die gehen in die USA zum Großteil, ja. Und vor dem Hintergrund ist es auch kein Wunder, dass die USA so viel geschafft haben. Das Land hat vergleichsweise einen ziemlich hohen Lebensstandard, das stärkste Militär und die größte Wirtschaft der Welt aufgebaut. Zumindest in den letzten Jahrzehnten haben die Amerikaner ja extrem viel erreicht. Okay, also woher kommt denn dieses Klischee, dass die Amis alle dumm sind? Und wieso gibt es dann so viele von diesen TikTok-Videos, in denen man voll viele Leute sieht, die offenbar nicht die geringste Ahnung von Geografie-Grundlagen haben? Any country on the map. Africa. Africa? Africa. There's no countries in Africa, right? Jetzt nur so meine Vermutung. Videos wie diese sind, glaube ich, der Hauptgrund, warum sich das Klischee Amis sind dumm
heute noch so hält. In diesen Videos sieht man vor allem eins: Amerikaner und Amerikanerinnen, die scheinbar keinen Plan vom Rest der Welt haben. Man könnte also meinen, die haben alle im Geografieunterricht ein bisschen gepennt. Oder ist dieses weltweit angesehene Bildungssystem vielleicht doch nicht so toll? Das checken wir gleich nochmal ab. Aber erstmal müssen wir uns dazu noch eine andere Theorie genauer anschauen. Denn ein Grund, warum Amerikaner und Amerikanerinnen angeblich keinen Plan vom Rest der Welt haben, könnte sein, weil sie den Rest der Welt vielleicht nie sehen. Amerikaner und Amerikanerinnen verlassen nämlich statistisch gesehen ziemlich selten ihr Land. Man findet wirklich nur eine Minderheit, die mal ein bisschen länger im Ausland gewesen ist, vor allem in Europa. Wenn sie überhaupt reisen, dann vor allem ins Nachbarland, nach Mexiko oder nach Kanada. Was dazu kommt, nur 37% der Amis haben überhaupt einen gültigen Reisepass. Zum Vergleich, im Nachbarland Kanada sind 70%. 1994 hatten in den USA sogar nur 10% einen Reisepass. Und diese Zahl ging nur hoch, weil es nach 9/11 nicht mehr möglich war, ohne Passkontrolle nach Mexiko oder Kanada einzureisen. Und falls euch interessiert, wie mächtig so ein Reisepass eigentlich sein kann, dann haben wir hier ein Video für euch gemacht. Amerikaner reisen statistisch gesehen weniger als Deutsche, als Menschen aus Frankreich oder Kanada und sehen demnach weniger von der Welt. Und wisst ihr was? Ich verstehe die Amis da irgendwie. In Bayern gibt es Wald und Berge, in Sachsen auch, im MacPom gibt es Wald, viele Seen und keine Berge und in NRW gibt es ein unendliches schwarzes Loch, von dem die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt. Bielefeld. Aber in Amerika, da gibt es, wie in Brandenburg, einfach alles. Das Land ist riesig, ja, und von da, man kriegt ja auch von den Landschaften alles, was man haben will, von Wüste bis an Meer und in Florida und in Kalifornien und Berge und zum Skilaufen. Es gibt jetzt eigentlich keine strenge Notwendigkeit, das Land zu verlassen. Was dazu kommt, Amerika ist riesig. Guckt mal hier. Das ist die USA im größten Vergleich zu Europa. Und wo wir schon mal bei Europa sind, hier liegt der große Unterschied zwischen den USA und Europa. Wenn wir mal reisen wollen, vielleicht mal nur ein verlängertes Wochenende, dann haben wir quasi vor der Haustür alle möglichen anderen Länder und Kulturen. Doch für Amerikaner und Amerikanerinnen ist das ein bisschen anders. Sie müssten für solche Reisen ultra die Strecke zurücklegen, ultra viel Geld sparen und sich einen langen Urlaub nehmen. Und dazu kommt noch, in den USA gibt es nicht mal gesetzliche Urlaubstage. Heißt, bei denen gibt es weniger Urlaub als bei uns. Also da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man da nicht viel rumkommt und weniger von der Welt gesehen hat. Und aus dieser Perspektive wirken diese ganzen TikToks schon nicht mehr ganz so krass. Am Ende sagen solche Videos ja ziemlich wenig aus. Das sind keine wissenschaftlichen Studien. Das eine Video ist von Jimmy Kimmel, das ist kein Anthropologe, sondern einfach nur so ein semi-witziger Comedian. Und im gleichen Video sehen wir sogar, es gibt auch schlaue Amis. Argentina, Chile, Bolivia, Brazil, Peru. An dieser Stelle muss ich mal erwähnen, es gibt natürlich auch jede Menge Videos, wo Deutsche echt so mäßig informiert in die Kamera labern. Wie viele Menschen leben in Deutschland? Was mit Milliarden? Okay, eine Zahl? Weiß, keine Ahnung, 500 Milliarden? Und trotzdem habe zumindest ich noch nie von einem weit verbreiteten Klischee gehört, dass die Deutschen sonderlich dumm sind, sondern eher so unfreundlich. Aber auch was die USA angeht, ist jetzt schon ziemlich klar, hier mal so eben alle als dumm zu labeln, geht nicht so ganz auf. Trotzdem bleibt dieses Image irgendwie haften. Und dann ist da auch noch diese eine Sache, die uns unser Experte gesagt hat. Wir wussten schon, dass es ein Klischee ist, aber so ein bisschen ein Körnchen Wahrheit dran ist. Unser Experte spricht hier von einem Fünkchen Wahrheit, das es bei all dem doch geben soll. Also, was ist da denn jetzt dran? Was könnte das Fünkchen Wahrheit sein? Vielleicht habt ihr euch bei diesen ganzen TikToks eine Sache auch schon gefragt. Shouldn't I be taught this in school? Ja, genau. Was lernen die Menschen in den USA denn bitte überhaupt in der Schule? Und damit sind wir beim ersten möglichen Fünkchen Wahrheit in diesem Klischee, das Bildungssystem. Das Körnchen Wahrheit liegt, glaube ich, darin begründet, dass das Bildungssystem der Amerikaner, sagen wir mal, bestenfalls durchwachsen ist. Und ich schon glaube, dass die Allgemeinbildung der Amerikaner deutlich schlechter ist als die der Deutschen. Tja, die USA haben vielleicht das krasseste Militär, die stärkste Wirtschaft und die größten Celebrities, aber bei Bildung spielen sie scheinbar nicht in der oberen Liga mit. In der Bildungsstudie PISA von 2022 liegen sie in Mathe weltweit auf Platz 34, in Naturwissenschaften auf Platz 17 und insgesamt belegen die USA im PISA-Ranking nur, könnt ihr das erraten, Platz 18.
Studien zufolge können 21% der Amerikaner und Amerikanerinnen gar nicht lesen und schreiben und 54% ungefähr nur auf Grundschulniveau. Und dann gibt es dann noch etwas, das im amerikanischen Bildungssystem schief läuft. Und das könnte auch diese ganzen berühmten TikTok-Videos erklären. Ich könnte euch jetzt einen ewig langen Vortrag über gescheiterte Bildungsreformen unter den ehemaligen Präsidenten George W. Bush und Barack Obama halten, die so grandiose Namen hatten wie No Child Left Behind Act oder Every Student Succeeds Act. Das erspare ich euch jetzt aber. Um das abzukürzen, seit den 2000ern kann in den USA jeder Bundesstaat, ja teilweise jeder Schulbezirk, ziemlich frei entscheiden, was auf dem Lehrplan steht. Also ein bisschen wie in Deutschland, aber teilweise noch krasser. Und da wurschtelt jeder für sich selber rum. Ja, und je nachdem, in welcher Region man ist und wie stark die auch religiös geprägt ist zum Beispiel, wird dann halt in den Lehrplan geschrieben, im Religionsunterricht kannst du oder musst du lernen, dass die Erde vielleicht doch nicht so alt ist, wie sie alt ist, sondern erst 5000 Jahre. Okay, aber wie erklärt das jetzt diese ganzen Geografie-Fails auf TikTok? Name a country in Africa. Alaska. Naja, dadurch wurde bei amerikanischen Lehrplänen insgesamt mehr Fokus auf Mathe und Englisch gelegt, weil die Fächer wichtiger sind für diese ganzen Schulrankings. Und sozialwissenschaftliche Fächer wurden mehr und mehr vernachlässigt. Sprich, Geschichte, Politikwissenschaften und, genau, Geografie. Also oft geht es um Geschichtskenntnisse, also internationale Politik, und das, glaube ich, liegt eindeutig daran, dass die Amerikaner das in der Schule nicht lernen. Lehrpläne in den USA lassen also oft zu wünschen übrig. Dazu ist Bildung auch noch sauteuer. Wir haben ja auch schon diese ganzen krassen Unis erwähnt. Harvard, Yale, Cornell und so. Naja, aber wenn du auf so eine Uni willst, dann musst du schon mal $90.000 pro Jahr hinblättern. Und ähnlich ist es auch mit guten und weniger guten Highschools. Oft kritisiert werden dagegen die krassen Unterschiede zwischen den staatlichen Highschools und Privatschulen zum Beispiel. Letztere kosten oft viel Geld, bieten dafür aber auch besseren Unterricht. Was man zu all dem aber sagen muss, auch wenn die USA in der Bildung nicht gut abschneiden, die sind immer noch besser als Deutschland. Beim PISA-Ranking liegen die USA nämlich vor uns. Das Bildungssystem allein kann also eigentlich nicht alles erklären. Und deshalb haben wir uns noch einen zweiten Punkt angeguckt. Und der kann vielleicht Gründe liefern, warum einige Amerikaner und Amerikanerinnen scheinbar keinen Plan vom Rest der Welt haben. Ich rede hier vom, Achtung, Fachbegriff, American Exceptionalism. Der amerikanische Exzeptionalismus ist eine ideologische Idee, nach der die Amerikaner die einzigen in der Geschichte der Neuzeit sind, die Gottes Werk verrichten, indem sie ihr politisches System auf der ganzen Welt verbreiten. Amerika müsse ein besonderes Vorbild sein für die restliche Welt. Amerikanischer Exzeptionalismus bedeutet, Amerika hat eine Sonderstellung in der Welt und darf sie demnach auch gestalten. Dieser Glaube ist echt tief verankert in der Geschichte der USA und auch in großen Teilen der amerikanischen Gesellschaft. Und auch Joe Biden scheint ein Verfechter dieser Ideologie zu sein. Nächste Theorie. Gibt es dieses Image der dummen Amis? Vielleicht wegen dieser Ideologie, also dass die Amerikaner keinen Plan vom Rest der Welt haben, weil ihnen der Rest der Welt egal ist? Das ist schon eine krasse Aussage, dass Amerikanern der Rest der Welt egal ist. Aber ich sag mal so, das hier ist die Liste der erfolgreichsten Filme ever in den USA. Und Leute, bis wir auf einen ausländischen Film stoßen, sind wir schon bei Nummer 534, einem chinesischen Kung-Fu-Film. Und wir haben sogar eine vergleichende Studie gefunden, die das alles irgendwie belegen soll. Die ist ganz schön alt, von 2009, aber ich will sie euch trotzdem mal kurz zeigen. Also, die Studie sagt, die Amis hatten bei Umfragen im Vergleich zu anderen Nationen keinen Plan über große internationale Themen aus der damaligen Zeit. 2009 waren das Themen wie das Kyoto-Protokoll, die Taliban, der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy. Bei amerikanischen Promis hingegen wussten sie Bescheid. Es gibt auch aktuellere Studien, bei denen fehlt nur der Vergleich zu anderen Ländern. Und in diesen Studien schneiden die Amerikaner teilweise schlecht ab, aber auch mal etwas besser. Dieses mal so war übrigens der Vibe unserer gesamten Recherche. Klar, irgendwie gibt es schon viele Indizien, die das Klischee Amerikaner sind dumm ein Stück weit untermauern. Sie reisen jetzt nicht ultra viel, das öffentliche Bildungssystem ist nicht so geil und es gibt diese Theorie, dass sie sich nur für ihr eigenes Land interessieren. Aber heißt es jetzt auch gleich, dass die Amis alle dumm sind? Nein, sind sie nicht. Es gibt sicher auch dumme Amerikaner, so wie es auch dumme Deutsche gibt und dumme Europäer und dumme Menschen in jeder Nation. Und die Menschen, die eine schlechte Bildung genossen haben, die sind zum Teil dann auch nicht daran schuld, würde ich sagen. Ja, denn für jedes Indiz, das wir in unserer Recherche gefunden haben, gab es auch eine Erklärung. Oder eben etwas, was das Ganze relativiert hat. Und wir müssen auch nochmal festhalten, Dinge wie Intelligenz können auch nie nur an Faktoren wie Bildung
oder die Anzahl an Ländern, die man besucht hat, festgemacht werden. Am Ende hängt das alles wahrscheinlich vor allem mit der Beliebtheit von diesen ganzen Videos zusammen. Und ja, ich gebe zu, die sind teilweise schon ganz schön witzig. Eins geben wir euch noch. Do you know in which continent Germany is? Is that in Africa? Leute, wenn ihr keine weitere Folge mehr von Atlas verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Das ist nicht nur gut für euer Karma, sondern auch gut für unser aller Ego hier. Hier haben wir uns angeschaut, wie trashig eigentlich niederländische Raves sind. Und hier schauen sich unsere Kollegen und Kolleginnen von Was kostet die Welt an, wie kaputt Snapchat eigentlich ist.